Nochmal, bitte. Let me give you another example that Yeshua uses. Okay, also ich gebe euch mal ein anderes Beispiel, was Jeschua gebraucht hat. He says, beware of wolves in sheep's clothing. Also hab Acht auf Wölfe im Schafspelz. Does that make more sense? Macht es mehr Sinn für euch, ja? It's just like I say, I believe that Jesus is the Messiah, but inside I don't. I'm just saying I do. Also wenn mir jemand sagt, ich glaube an den Messias, aber innerlich sagt, ich glaube doch nicht. Just like Islam. Ja? Das sagt der Islam. Islam confesses that he's the Christ, but they don't believe in Yeshua. Wir sagen dazu Lippenbekenntnis, aber das Herz ist nicht dabei. We say to it a confession from the lips. Yes, but their heart is far from him. Also ein Lippenbekenntnis, genau, aber das Herz ist nicht dabei. Also wenn die Moslems sagen, sie sagen, es gibt Christus, wir glauben, aber sie glauben nicht, dass es Jeschua gibt. Ja? Sie glauben nicht an Jeschua. One thing going on the outside, another thing going on the inside. Also eine Sache ist im äußeren Hülle und ganz andere Sache ist im Kern, im Herzen. Okay, let's go back further. Gehen wir mal We're zurück We're sozusagen. going to trace this man back to Genesis, remember? Also wir wollen ja diesen Menschen zurückverfolgen bis zur Schöpfung, bis 1. Mose. Let's trace him back to the book of Daniel. Also gehen wir mal zu Daniel 2. Remember that Nebuchadnezzar has a dream of an image set up. Ja, der König Nebukadnezar hatte einen Traum von diesem Standbild. Ja. And it said that this image's head was of fine gold, his breast and arms of silver. Also das Bildeshaupt war von feinem Gold, seine Brust und Arme waren von Silber. He has a belly and thighs of brass. Sein Bauch und seine Lenden waren von Erz. It has legs of iron and feet of iron and clay. Seine Schenkel waren Eisen und seine Füße waren eines Teils Eisen und einen Teil Ton. So this image is the image of a man. Das ist also ein Bild von einem Menschen, einem Mann, einer Person. Just like a man with head and breast and legs and thighs. Also mit Brust, Armen, Beinen, Füßen. Now let's go back to Genesis, all the way back to Genesis. Also jetzt gehen wir dann ganz zurück zur 1. Mose. In Genesis 25:27 it says, and the boys grew, and Esau was a cunning hunter. Steht im Kapitel 25, Vers 27. Und da nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger. It says that Esau was a man of the field. Da steht ein Mann des Feldes oder des Ackers. Now remember, Yeshua said that the field is the world. Ihr erinnert euch sicher, was Jeschua gesagt hat, dass die Welt das Ackerfeld ist. And that Esau was a man of that field. Und Esau war ja nach dieser Schriftstelle hier ein Mann des Ackerfeldes. Do you think Esau is the wheat or the tares? Also jetzt Frage an euch, ist Esau der Unkraut oder das Unkraut oder der Weizen? We're going to see later that he represents the tares. Und ich würde später noch darauf eingehen, dass er das Unkraut repräsentiert. Because Israel turned to Israel or Jacob and said, when dad dies, I'm going to kill you. Weil Esau kam ja zurück zu Isaak, ja, und hat gesagt, ich werde den Jakob umbringen. So the idea of the tares is to destroy the wheat. Ja, also das Kennzeichen des Unkraut ist ja, den Weizen umzubringen, zu zerstören. But why? Aber warum? Because if the wheat start to produce fruit, now we know who the tares are. Because if the wheat produces fruit, now we know who the tares are. Wenn das Unkraut Früchte produziert, dann wissen wir ja, was das Unkraut ist. But if der Weizen ist. But if the wheat does not produce its fruit, wenn der Weizen aber nicht seinen Samen hervorbringt, then it looks pretty much like a tare. Dann ist er wie Unkraut. So if God's people don't produce his fruit, we look just like everybody else. Also wenn wir als den Weizen keinen Samen hervorbringen oder keine Frucht hervorbringen, dann sind wir wie Unkraut. But Yeshua prophesied that in the latter days, all of a sudden the wheat's going to rise up and start producing fruit again. Ja, und er sagte ja Jeschua sagte, dass am Ende der Zeit ja dieser Weizen wieder hochkommen wird und Frucht produzieren wird. And when that happens, now we know who the tares are. Wenn das passiert, dann werden wir wissen, wo auch das Unkraut ist. That's why it's so important that we return to our roots. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren. Because this identifies who the tares are. Denn das zeigt genau an, was das Unkraut ist. So Esau was called a man of the field. Also Esau wurde
der Mann des Ackerfeldes genannt. When we go back to Genesis 3, verse 1, Wenn wir jetzt mal noch weiter zurückgehen zu 1. Mose 3, Vers 1. it says, "Now the serpent was the most subtle beast, was more subtle than any beast of the field." Da heißt ja, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld. So right from the very beginning, the serpent is of the field. Also ganz am Anfang steht, die Schlange war von dem Feld, vom Acker. Ja, When we go to Genesis 16, wenn wir dann zu 1. Mose 16 gehen, it tells us that Ishmael was a wild man. da steht, dass Ismael auch ein wilder Mann war. It says that his hand will be against every man and every man's hand will be against him. Ja, es war ein wilder Mensch und seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Und er wird ja, vor seinen Brüdern wohnen, gegen seine Brüder, direkt vor ihren Augen. Now that phrase, in your presence, Also dieser Ausdruck in der Gegenwart, is literally in the Hebrew in the face of his brother. das heißt also vor dem Gesicht sitzen sozusagen, direkt vor dem Gesicht. It's panim, it's the Hebrew word for face. Also Panim, das hebräische Wort für Gesicht. Now why will Ishmael always be in the face of his brother, who was Isaac? Also warum ist denn der Ismael immer genau im Gesicht, im Angesicht von seinem Bruder Isaac? To destroy him, Um ihn zu zerstören, to get back his birthright. um sein Geburtsrecht wieder zurückzubekommen. But the birthright goes to God's firstborn. Aber das Geburtsrecht gehört Gott, zu Gottes Erstgeborenem. In Genesis 4, verse 1, In 1. Mose 4, Vers 1 now we're going to go to Cain. gehen wir mal zu Kain. It says, Adam knew his wife, and she conceived and bore Cain. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie war schwanger und gebar den Kain. She said, I have gotten a man from Yahweh. Here he is again. Und sie sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Yahweh. So we go to Mit Yahweh. the end of the scriptures in Revelation, and we see a man. Also am Ende in der Offenbarung steht ein Mann, ein Mensch. And since the end is located in the beginning, we go to the beginning, and there's a man in the beginning. Und wenn wir dann am Anfang sind, dann heißt es wieder ein Mann oder ein Mensch. Now I want to give you some examples of words in the book of Genesis, in the first 4 chapters. Ich möchte euch aus den ersten 4 Kapiteln im 1. Mose ein paar Beispiele dafür geben. Cain is the model of the anti-Messiah. Also Kain ist das Modell, anderes Wort für Paradigma, das Modell für den Antimessias. Now the anti-Messiah right now is not a person. Also Antimessias ist keine Person. The epistle of John tells us that it is a spirit of anti-messiahs in the world. Ja, und im 1. Johannesbrief steht ja, dass es einen Geist des Antimessias gibt in der Welt. But Cain, Ishmael, and Esau represent that spirit of that anti-Messiah. Aber Kain, Ismael und Esau, die repräsentieren diesen Geist des Antimessias auf der Their Welt. goal is to destroy Israel. Und ihr Ziel ist, Israel zu zerstören. Now, who is Israel? Ja, und wer ist das Israel? From the beginning, all those who are homeborn that believe, and all the strangers and sojourners who join themselves with them. Also wieder zurück zum Anfang. Also alle, die geboren sind als Juden, sozusagen als Israeliten, alle, die sich dazugesellt haben und alle Fremden, die dort wohnen. But this battle is revealed in a field. Und diese Schlacht, die wird offenbar werden auf einem Feld, auf einem Ackerfeld. How did the tares destroy the wheat? Wie zerstört also der Unkraut den Weizen? By keeping the wheat from producing fruit. Indem er das Unkraut, den Weizen davon abhält, Frucht zu bringen. Now, let's give you some examples. Cain's name is Cana. Also ein paar Beispiele. Also Kains Name heißt Kana. Cain's name means to possess something, to take something, or to purchase something. Also etwas besitzen, etwas nehmen oder etwas kaufen. And remember that word purchase later on. Also erinnert euch, behaltet dieses Wort kaufen mal in eurem Kopf für später. But Cain's name basically means to possess or take something that isn't yours. Okay, das heißt eigentlich etwas in Besitz nehmen, was ihm gar nicht gehört. This is the first occurrence of every one of these words, by the way. Und das ist immer, da tritt in der Bibel zum ersten Mal dieses Wort auf dort. We have the first occurrence of the mention of the end of days in the beginning. Wir haben also schon dort dieses Wort für